Der Deutsche Bundestag beschließt formal DAC8, den Krypto-Informationsaustausch ab 2026. Gleichzeitig fordern die Grünen die Abschaffung der Haltefrist bei Kryptowährungen. Was das für dich konkret bedeutet, das wollen wir uns einmal in diesem Video anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn du auch langsam die Schnauze voll hast, wenn du Deutschland verlassen willst, weil das ganze Land dir viel zu unfrei geworden ist. Wenn du frei leben möchtest, dich von hohen Steuern befreien möchtest, dich befreien möchtest von komplizierter Bürokratie und Gesetzgebungen für Unternehmer, dann denkst du wahrscheinlich wie viele andere auch darüber nach, Deutschland zu verlassen. Dann ist möglicherweise auch für dich die amerikanische LLC interessant. Bei richtiger Gestaltung kannst du sie sehr gut verwenden als eine steueroptimierte Firmenstruktur mit sehr einfacher Verwaltung. Und wie das genau funktioniert, wie du als Auswanderer eine solche LLC verwenden kannst, das erkläre ich dir bei unserem Seminar, unserer Braveheart LLC Masterclass. Dort geht es um Freiheit und Auswandern. Und wir beschäftigen uns 1,5 Tage lang damit, wie du die LLC rechtssicher als Auswanderer verwenden kannst. Zum Beispiel als vermögensverwaltende Gesellschaft, um damit abzurechnen und für vieles mehr. Das Ganze findet in Edinburgh statt. Dein Partner kann kostenlos mitkommen und das Beste ist, du bekommst von uns eine US-LLC samt Jahresbetreuung für 1 Jahr geschenkt im Wert von $2.500. Wenn dich das interessiert, dann schau vorbei auf unserer Webseite. Details dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Der Deutsche Bundestag hat formal beschlossen, die EU-Richtlinie DAC8 in die deutsche lokale Gesetzgebung zu übernehmen. Das war eine reine Formsache. DAC8 ist der Krypto-Informationsaustausch, ähnlich wie auch der Bankeninformationsaustausch OECD-CAS. Wenn du heute ein Konto im Ausland hast, dann ist die ausländische Bank verpflichtet, jährlich Daten an dein Finanzamt zu schicken. Hier werden allerdings nur einige wenige Salden an das Finanzamt gemeldet. Zuflüsse, Abflüsse auf dem Konto für das letzte Jahr und auch seit Kontoeröffnung. Der neue Krypto-Informationsaustausch wurde von der OECD beschlossen und nennt sich CAF für Crypto Asset Reporting Framework. DAC8 ist die EU-Adaptierung dieses CAF-Standards. Etliche Länder machen mit, darunter auch die USA, die ja nicht am OECD-CAS teilnehmen, also am Konteninformationsaustausch. 2027 wird zum ersten Mal reported, also 2027 erhält das Finanzamt zum ersten Mal Daten von Kryptodienstleistern, zum Beispiel Kryptobörsen. Hier geht es dann um Daten aus dem Jahr 2026. Besonders problematisch hierbei ist, dass nicht nur Salden übermittelt werden an die Finanzbehörden, sondern jede Kryptotransaktion, die über einen solchen Dienstleister läuft, wird an das Finanzamt übermittelt. Also ein riesiger Datenberg, eine riesige, gigantische digitale Akte, die dort über dich entsteht, wenn du im Kryptobereich tätig bist. Für viele ist das ein Grund auszuwandern in ein Land, in dem entweder dieser CAF nicht adaptiert wird, beziehungsweise kein DAC8 oder eben ein Land, wo es im Grunde genommen irrelevant ist, weil sowieso Einkommen aus Krypto steuerfrei ist oder generell zum Beispiel Veräußerungserlöse nicht besteuert werden. DAC8, das ist nur die jüngste Iteration einer immer schärfer werdenden Kryptoregulierung. Schon dieses Jahr und im letzten Jahr wurden die Travel Rule und MiCA eingeführt. Wenn du dich also gewundert hast in den letzten Jahren, dass du auf einmal sehr viel mehr Informationen zu deinen Kryptos, zur Herkunft der Mittel etc. an Kryptodienstleister übermitteln musst, möglicherweise werden auch Transaktionen geblockt, Konten eingefroren, dann liegt es genau an diesen Regulierungen und natürlich für viele ist das Maß nun voll und man möchte entsprechend so schnell wie möglich ins Ausland gehen, um hiervon nicht betroffen zu sein. Nicht, weil man irgendwas Illegales tut oder seine Steuern nicht bezahlen möchte, darum geht es ja gar nicht, sondern schlicht und ergreifend, weil man in Ruhe und in Freiheit leben will und nicht von einem Staat ständig gegängelt werden will, der das letzte Detail über einen wissen will und wo es absolut überhaupt keine Privatsphäre mehr gibt. Und warum ist das so wichtig überhaupt? Warum ist die Privatsphäre wichtig? Warum sollte man dem Staat so wenig Informationen wie möglich geben? Nun, das liegt daran, dass der Staat diese Informationen natürlich dann gegen dich verwenden wird, nämlich dazu, um dich dann zu besteuern. Das sehen wir immer wieder in der Geschichte und das sehen wir natürlich auch in puncto der bereits bestehenden Informationsaustausches OECD-CAS und auch damit verwandten Gesetzgebung, wie zum Beispiel das Transparenzregister. Es ist kein Wunder, zum Beispiel, dass die Debatte über eine Vermögensteuer in den letzten Jahren wieder aufgeflammt ist, denn
Es gibt ja mittlerweile diese sogenannten Transparenzregister, die eingeführt wurden, angeblich um den Terrorismus zu bekämpfen und auch den Informationsaustausch, der angeblich dazu eingeführt wurde, illegale Aktivitäten aufzudecken. Tatsächlich sind diese Maßnahmen aber meiner Meinung nach eingeführt worden, um die Bürger abzuschröpfen, um mehr Steuern zu erheben. Das hat zum Beispiel auch Professor Gabriel Zuckmann bestätigt, der auch ein solcher Fanatiker ist, der die OECD beraten hat in puncto einer globalen Vermögensteuer. Er hat genau darauf hingewiesen, dass wir nun diese Tools zur Verfügung haben, nämlich den Informationsaustausch und die Transparenzregister und dass man diese nutzen soll, um Vermögen gefälligst zu besteuern und nicht nur Vermögen, was einem selbst gehört, sondern sogar auch Vermögen in Stiftungen, Trusts etc. pp., denn diese sind ja ebenfalls vom Informationsaustausch betroffen. Also das ist, wohin die Reise geht. Und das genau wurde jetzt auch in der deutschen Politik bestätigt. Die Grünen haben praktisch zeitgleich mit der Einführung des DAC 8 dann sofort gefordert, dass die Haltefrist bei Kryptowährungen abgeschafft wird. Man hatte das davor ja schon auch für Gold gefordert und während den Koalitionsverhandlungen hat die SPD dies ja zum Teil auch für Immobilien gefordert. Für all diese Assetklassen gibt es eine Haltefrist, Immobilien 10 Jahre, das weißt du wahrscheinlich, Krypto, Gold 1 Jahr. Danach kannst du jeweils das Asset steuerfrei verkaufen. Übrigens gab es das auch mal für Aktien. Dann wurde 2009 die sogenannte Abgeltungssteuer eingeführt, angeblich um jene zu strafen, jene Milliardäre, die ihr Geld in der Schweiz bunkern. Aber tatsächlich wurde natürlich jeder Kleinanleger bestraft und du siehst schon, wohin der Hase läuft. Der Staat redet immer von irgendwelchen bösen Buben, vor denen er sich schützen muss. In Wirklichkeit geht es nicht um die bösen Buben, die Kriminellen, die Geldwäscher, die Russen, die Terroristen. Nein, es geht darum, dich um dein sauer erspartes und aufgebautes Vermögen zu erleichtern. Schauen wir uns einmal an, was die Grünen in dieser Debatte gesagt haben. Hier ein Artikel der Webseite Blocktrainer vom 11. November 2025. Hier siehst du, DAC 8 wurde beschlossen durch die deutsche Bundesregierung, durch den Deutschen Bundestag. Reine Formsache. Und dann holt Herr Max Lux von den Grünen so richtig aus. Die Umsetzung von DAC 8 in nationales Recht ist eine gute Sache. Das schafft mehr Transparenz in einem Bereich, der zu lange ein digitales Schattenreich war. Die Kontrolle von Kryptowährungen. Also grundsätzlich wird es als etwas Schlechtes betrachtet, dass der Staat nicht alles über dich weiß. Grundsätzlich wird es als etwas Negatives gesehen, dass wir keinen Überwachungsstaat haben. Naja, wir haben ja in aller Realität schon einen, aber dass auch das letzte Quäntchen Freiheit dir noch geraubt werden soll, das ist das Ziel. Ich zitiere weiter von Herrn Lux. Was die Umsetzung von DAC 8 aber nicht behebt, ist Deutschlands Rolle als Steuerparadies für Kryptospekulationen in Europa. Und da hörst du es, Deutschland ist ein Steuerparadies. Und genau das ist auch in der öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses deutlich geworden. Das war gar nicht ich, der von den Milliarden gesprochen hat, sondern Professor Dr. Pierre Georg von der Frankfurt School of Finance. Und der hat deutlich gemacht, in Deutschland wurden 2024 47 Milliarden Euro Kryptogewinne erzielt. Davon waren aber nur 17 Milliarden steuerpflichtig, weil für Krypto eine Spekulationsfrist-Ausnahme angewandt wird, die eigentlich für Kunstwerke oder Armbanduhren gedacht ist. Und ja, das ist deshalb ein Skandal, weil es eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist. Die Kryptolücke kostet uns Milliarden und sie ist ungerecht. Sie muss beendet werden. Auch Isabel Wandre, Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, schloss sich dieser Position an. Allein im Jahr 2024 wurden laut einer Studie des Krypto-Softwareanbieters Blockbit Gewinne in der Höhe von 47,3 Milliarden Euro generiert. Wissen Sie, wie viele der 7 Millionen Krypto-Nutzenden ihrer Steuerpflicht aktuell nachkommen? Es sind genau 3%. Was für ein Witz. Also, du siehst, wohin der Hase läuft. Das sind jetzt natürlich keine Regierungsparteien, aber es geht ja in der Politik immer darum, dass die Diskussion um Themen angestoßen wird und dann schließen sich nach und nach auch andere Politiker an. Hier werden Kryptoanleger als einfache Opfer gesehen und in der Tat in irgendwelche Fake-News-Argumente hier vorgebracht, so zum Beispiel, dass es sich hier um eine Ungerechtigkeit handelt. Was für ein kompletter Blödsinn. Ich kenne selbst aus meiner Mandantschaft einige Personen, die es aus dem Nichts über Krypto zu einem ganz
ganz beachtlichen Vermögen geschafft haben, die haben wirklich bei Null angefangen und haben sich hier nach und nach oben gearbeitet, haben sozusagen von dem wenigen, was sie hatten, dann auch noch in Krypto investiert und wurden belohnt, weil sie klug waren und eine langfristige Haltestrategie hatten. Dass das ungerecht sein soll, das kann nur einem Politiker der Grünen und der Linken einfallen. Auch das ist natürlich ein völlig fadenscheiniges Argument, denn es geht ja in Wirklichkeit nicht darum, Gerechtigkeit zu schaffen, sondern für Umverteilung zu sorgen und den Staat und den Haushalt immer weiter aufzublähen. Stattdessen, Herr Lux, wäre es doch eine tatsächlich sinnvolle Aufgabe, einmal die Staatsausgaben anzuschauen und einmal anzufangen, heftig zu streichen, anstatt die Bürger jetzt hier auch noch um ihr sauer erspartes Kryptovermögen zu erleichtern. Aber du weißt schon, wie diese Debatte weitergehen wird. Deutschland hat eine lange Geschichte der Enteignung, eine lange Geschichte der Restriktion von Anlagevermögen. Schau dir nur an, was in der Weimarer Republik und im Dritten Reich passiert ist mit Gold und anderen Anlageformen. In der Weimarer Republik war es so, dass die Polizei zum Beispiel Cafés und Restaurants heimgesucht hat. Dort wurden dann sämtliche Personen, Deutsche und Nicht-Deutsche, durchsucht. Und hatten sie zum Beispiel Fremdwährung dabei, wurden diese konfisziert. Das, meine Damen und Herren, meine Lieben, das ist Deutschland und das ist genau die Tradition, in denen auch diese linken Politiker stehen, die solche Forderungen machen. Wobei man sollte sich nicht auf die Linken beschränken. Die sogenannten Rechten sind ja vielfach genauso schlimm. Also, wenn du das Ganze historisch betrachtest, dann gibt es für dich eigentlich nur einen Ausweg und der heißt nichts wie weg. Wenn du tatsächlich Vermögen aufbauen willst, wenn du dich nach oben arbeiten willst, dann ist Deutschland nicht das Land, was dir diese Chancen gibt. Jedenfalls dann nicht, wenn du nicht bereit bist, einen großen Teil dieses von dir mühsam ersparten Vermögens an den Staat abgeben zu müssen und dieses immer und immer wieder besteuern zu müssen. Denn es gibt ja dann, wenn du das Ganze zum Beispiel mal irgendwann vererben willst, wiederum die Erbschaftssteuer oder auch eine Schenkungssteuer. Also das Ganze hört nie auf. Der Staat wird immer weiter aufgebläht. Die Staatsausgaben steigen immer wieder für völlig sinnlose Dinge. Der Sozialstaat muss am Leben gehalten werden. Also, wenn du Vermögen hast, dann kann ich dir nur eins empfehlen: Such das Weite so schnell wie du kannst. Und wenn du dabei Hilfe benötigst, dann wende dich gerne an uns. Wird das nämlich genau das, was wir seit 20 Jahren tun. Ich selbst habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen. Ich habe die EU tatsächlich vor 25 Jahren verlassen. Und es ist ein Schritt, den ich nie bereut habe. Also eine gute Gelegenheit, sich in Edinburgh zu treffen, ist unser Seminar, das ich vorhin angesprochen habe, unsere Braveheart LLC Masterclass, kostenlose LLC für dich. Mit dabei alle Infos in der Beschreibung dieses Videos. Natürlich kannst du auch ein Beratungsgespräch buchen, Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.